Wolf heißt das Fahrzeug und es ist natürlich am richtigen Fahrzeug angehangen. Ein absolutes Statement, so kann man es gar nicht anders sagen. Es hat überall Blindnieten mit drin, es ist überall Alu pur und ich kann euch sagen, wir werden gleich mal das Fahrzeug vorstellen. Es hat ein richtig großes Bad mit drin, es hat ein fettes Tankvolumen an Frischwasser. Es hat Solar auf dem Dach mit drin, es hat eine Offroad-Bereifung mit einer ordentlichen Bodenfreiheit, sodass man damit auch mal wirklich unterwegs sein kann. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist also von der, ich sag mal, Größe her perfekt für 2 Leute. Auch mal 3 würden gehen. Ich guck mal gerade. Also einmal muss ich dich leider korrigieren, es ist aus Stahlblech, nicht aus Alu. Echt? Ich könnte also Magnet ranmachen. Ja. Echt Stahl? Kannst du dich dran anklipsen. Ja, der ist tatsächlich, manche bauen aus Aluminium, aber die bauen aus Stahl, pulverbeschichtet. Nutzbar im unteren Schlafbereich, das sehen wir gleich, haben wir ein echt riesiges Bett mit 1,95 x 1,85. Da kann sich jeder selber ausrechnen, mit wie vielen Personen er da schlafen kann oder will. Und wir haben noch im Aufstelldach dann ein, ich nenne es doch eher Kinderbett mit Maßen von 1,80 x 1,20. Kann man aber, wie gesagt, nur nutzen, wenn das Dach dann auch aufgestellt ist. Ja, wir machen zu Beginn mal bitte die Luken auf, da fängt das Ganze nämlich schon an. Es ist alles andere wie anders, wie normal, so muss man sagen. Alles ist hier ein kleines bisschen anders. Zum Beispiel der Einstieg ist in der Tür integriert. Echt, ist Stahl. Ich habe mich eben schon gewundert, warum es so schwer war. Der Vorteil ist natürlich, dass man alles mit Magneten befestigen kann. Das ist im Moment das Problem. Ich fahre ja zurzeit eine Pickup-Kabine aus Alu. Da geht nichts mit Magneten. Nee, das funktioniert nicht, das stimmt. Also hier oben, da kannst du schon auf keinen Fall nass werden. Das ist ganz gut. Stell dich mal kurz vor, du bist ja? Ja, Patrick aus Hamburg, gerade jetzt in Dasing und Gründer und Geschäftsführer von Wheelhouse. Der Wolf, das ist so eine Eigenkreation fast von dir. Das heißt, du hast dich sehr stark für Wolf eingesetzt, hast ein paar Sachen modifiziert, die dir nicht gut gefallen haben. Die haben die auch geändert? Ja, genau. Also ich habe 2 Fahrzeuge blind bestellt gehabt. Die haben wir dann entsprechend bei uns umgerüstet und sind mit der Erfahrung dann nach Istanbul geflogen, haben uns da getroffen und haben alles besprochen, was von Werk aus dann schon geändert sein müsste oder muss. Und das ist dann hier auch zu fast 100% bereits geschehen. Und, Beispiel, was war da? Ganz viele Kleinigkeiten hier, EU-konforme Abweiser hinten. Dann haben wir dimmbare Lichter, die Hauptschalter vorne und nicht unter der Sitzbank. Also viele Details. Ja, es sind eigentlich mehr die Details. Und was wir gemacht haben, ist jetzt optional eine Knott-Einzelradaufhängung anzubieten. Das sind so Sachen, die für viele unserer Kunden einfach wichtig sind. Keine Starrachse, oder? Genau, also standardmäßig ist eine Starrachse verbaut. Durchaus gut, nur manche wollen einfach die Einzelradaufhängung haben. Dann sind so Sachen wie Reserverad jetzt oben auf dem Dach. Das war vorher nicht. Wir arbeiten an einem Fahrradträger, weil die Frage natürlich sehr oft kommt, dass wir da vorne irgendwo über der Deichselbox, denke ich, dann eine Lösung anbieten können. Können wir nur derzeit leider noch nicht präsentieren. Was es auch neu gibt, ist eine Außendusche auf der linken Seite. Die ist jetzt hier bei dem leider noch nicht montiert. Hat dann aber auch Warmwasserversorgung außen, ist quasi auf der Außenseite der innenliegenden Dusche angebracht. Mit entsprechender Duschkabine natürlich. Und macht das Fahrzeug natürlich dadurch so ein bisschen vielfältiger nutzbar. Sehr schön, ich mache eine geile Anmoderation Alu und dann ist es Stahl. Gut, kenne ich ja noch von vielen anderen. The Cuba zum Beispiel, auch aus Stahl, wo die witzigerweise immer dann irgendwelche Applikationen innen dann mit Magneten anbringen, was total cool ist, was sich in der Praxis als ganz witzig erweist. Ja, bist halt nicht darauf angewiesen, irgendwie die Karosserie zu zerstören oder da rein zu bohren.
das macht schon Sinn. Das stimmt. Das Jahr war heftig für dich, muss man sagen, denn die Zulieferketten, alles hier rüber zu kriegen, du hast mir erzählt, allein der Transport von so einem Anhänger aus der Türkei kostet 3.500 €. Ja, im Moment sind das natürlich ein bisschen wahnwitzige Preise, aber es ist halt so. Ich kann es beim besten Willen nicht ändern. So, er hat tolle Features, eine Eberspecher oder was ist hier drin? Eine Man kann wählen. Also wir können alles über Diesel laufen lassen, dann wäre es Eberspecher. Das heißt Warmwasseraufbereitung und die Standheizung. Wir können aber auch eine Truma Kombi 4 verbauen. Das ist alles nach Kundenwunsch. Wir können auch Elektroboiler nehmen von Truma. Alles machbar. Und Diesel ging auch, die Truma D? Oder wäre der Tank ein bisschen klein? Wird hier nicht angeboten, weil die sich da auf Eberspecher eingeschossen haben. Warum, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Gut, ist sehr sparsam die Heizung. Ich habe sie gerade selber im Einsatz. Bin ganz verwundert, mein 20-Liter-Tank geht gar nicht leer. Der, was da ist. Ja, hier sieht man es. Es ist eine Außenküche / Innenküche. Ich kann beides benutzen. Ja, das Schöne ist, dass wir hier auch tatsächlich die Küche in einer nutzbaren Arbeitsflächenhöhe haben. Ich zeig das mal, dass man dich mal sieht. Das heißt, also hier kann man wirklich gut dran stehen. Was clever gelöst ist, dass der Kühlschrank hängt. Das heißt, ich kann hier wirklich die Fläche über die ganze Breite nutzen. Das war schon so mit dem Kühlschrank. Ja, das ist das Konzept von Wolf. Das unterscheidet sich eben auch gegenüber anderen Anbietern in diesem Bereich. Was ist das hier eigentlich? Ist das Magnet oder? Das Schwarze? Das ist so eine Magnetleiste, wo man Einkaufszettel oder was auch immer hinhängen kann. Ja, du bist der Spezialist für kleine Fahrzeuge, leichte Fahrzeuge, Elektromobilität. Ist schwer im Kommen. Was wiegt der denn, wenn er aus Stahl ist? Ja, der eignet sich jetzt nicht wirklich mehr für kleine Fahrzeuge. Also der hat ein Leergewicht je nach Ausstattung so zwischen 11 und 1300 Kilo. Das ist für die Fahrzeuggröße trotzdem noch nicht allzu schwer. Der ist nun allerdings auch komplett ausgestattet. Also der hat hier die komplette Dämmung überall. Fußboden ist gedämmt, Seitenwände sind gedämmt. Hat die sehr großen Fenster, die den Innenraum eben auch erst so hell und groß erscheinen lassen. Ja, es sind echt viele Fenster. Das heißt, schlafen hier wäre quasi, wenn ich alleine bin, könnte ich eine Seite zum Bett machen, auf einer Seite sitzen? Ja, also mir persönlich wäre das ein bisschen wenig. Ansonsten rollt man hier in der Mitte zwischen den beiden Bänken einfach einen Lattenrost aus, zieht die Polster zusammen und dann hat man wirklich ein riesiges Bett. Ist das dabei, das Lattenrost? Ja, können wir alles zeigen. Sehr schön. Da sind wir. Unterfahrschutz, den hast du auch neu gemacht? Oder? Ja, nee, das ist kein wirklicher Unterfahrschutz, sondern eher ein Rock-Slider, sagtest du so schön. Falls man mal irgendwo entgegenkommt. Genau. Okay. Und ansonsten ist der Rahmen doppelt ausgelegt. Das ist schon extrem stabil. Das ist eine Eigenkonstruktion von Wolf. Bremsanlage ist von Knott oder Alco, je nachdem, was verbaut ist. Da vorne ist eine Sackmarkise? Was ist das? Ja, aber 270 Grad. Also die öffnet wirklich einmal komplett bis über die Klappe der Außenküche. Hier, was ist das hier? Ja, das sind so Außentische, die man benutzen kann, um einfach was abzustellen. Der eine findet es clever, der andere findet es überflüssig. Die sind dabei. Auf jeden Fall, ja, sie sind dabei. Und es ist ein Design-Ding. Rost? Ist ja, wo Metall ist ja auch Rost. Ja, ich meine, klar, das ist ja nicht anders wie beim Auto. Wenn man natürlich Beschädigungen hat, die bis aufs Metall runtergehen, muss man sie behandeln, sonst fangen sie an zu rosten. Aber ist das dick das Metall, was ihr verwendet? Oder ist das so wie Autoblech? Stärke, muss ich gestehen, weiß ich. Wenn du mal gerade drauf haust mit der Faust, wirst du mal Gefühl kriegen. Dann scheppert die Schraube. Aber Außerdem, ich habe ja gehört, dass es auch Patina ist, wenn da mal eine Delle drin ist, in so einem. Ja. Oder? Ja, wie bei alten Land Rovern, ja. Das kann man so sehen. Ja. Also das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ich fahre damit jetzt nur auf den Stellplatz, sondern die Leute fahren ja wahrscheinlich dann auch mit einem Geländewagen damit durch den Wald. Da bleiben irgendwelche Äste, haben Schleifspuren und so, oder? Ja, also allerdings extrem robuster. Also es ist ja pulverbeschichtet, es ist ja keine klassische Lackierung. Also du sagst, heute Morgen passiert da nichts? Nee, normalerweise passiert da nichts. Okay, also auch der Rahmen ist ja schließlich aus Stahl und die rosten ja auch nicht weg. Ja, es verzinkt. Ne? Ja.
Klar. So, hast du Licht? Oh ja. Genau, alles dimmbar hier. Es gibt einen Hauptschalter, kannst du alles abschalten. Ja, das war ein Kriterium, was für uns wichtig war, dass man, wenn man ins Fahrzeug reingeht oder es verlässt, dass man einfach einen Schalter umlegt und dann ist sicher alles aus. Und da war die Bedieneinheit, die war gar nicht da an der Stelle vorher. Doch, aber der Hauptschalter war unter der Sitzbank. Das waren so Kleinigkeiten, die wir... Ist ja blöd, wenn du reinkommst. Ja. Fliegengitter, zeig mal. Ja, da haben wir hier für den Eingangsbereich. Das lässt man einfach runter. Da gibt es von innen jetzt... Daktari, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Noch damals. Bist du vom Baujahr eigentlich? 65. 65. Du bist älter als ich. Ich bin mit Du siehst viel jünger aus. Clarence bin ich aufgewachsen. Unser Hund heißt übrigens deswegen Clarence, weil er auch ein bisschen schielt. So, und von innen kann man das dann ranbringen und dann ist das dicht. Das gleiche gibt es auch im Übrigen zwischen Innenraum und Küche. Das heißt, die Küche kann ich von außen weiterhin bedienen, aber das Mückengitter schützt den Innenraum. Ein kleines bisschen martialisch, finde ich. Also von den Kanten und den Formen, aber ich glaube, die Leute wollen das. Also sowas gibt es ja eine eigene Fangemeinde, die sagen, ey, das ist genau das, was ich will. Ich stand ja mit sowas Ähnlichem jetzt, eine Pickup-Kabine auf dem Stellplatz, hatte direkt eine Traube an Menschen da, die gesagt haben, das ist was für Afrika. Warum sagen die immer Afrika? Es gibt in Europa da so viel, zum Beispiel Kroatien, da kannst du... Albanien, Skandinavien natürlich. Wir haben viele, die nach Norden fahren. Ja, das ist wie alles im Leben. Es muss einem optisch gefallen. Und viele stehen halt da drauf. Und ich persönlich finde ihn durch diesen Knick in der Längsseite extrem gelungen, was das Design angeht. Und es ist auch vom Sitzen her sehr angenehm, weil die Außenwand schräg ist. Wir gehen gleich mal rein. Also ich finde den extrem, wie man so sagt, ganz heißen Scheiß, weil das ist so eine Geschichte, wo du auch als Firma zum Beispiel so unglaublich einen schlanken Fuß machen würdest. Wenn du zum Beispiel so jetzt ein Bewerbermeeting hättest, würdest mal damit auf eine Hochschule fahren, die Leute mal anlocken. Also die Leute kommen eigentlich nicht dran vorbei, wenn sie das sehen, sie wollen mal reingucken, oder? Ja, also das trifft auf viele unserer Fahrzeuge zu, dass die Leute sich nicht schon fast beschweren, aber man muss kommunikativ sein, weil man wird... Zieht die Seriennummer. Die ist sehr dezent. Das stimmt, ja. Da vorne ist der riesig. Also das Ganze. Ist das von der Qualität her, es lässt sich gut fahren? Ja, also durch die Anti-Schlingerkupplung hat der ja tatsächlich die Achse relativ mittig, was ja ein bisschen untypisch ist für Offroad-Fahrzeuge. Klar, der Böschungswinkel hinten leidet da ein bisschen drunter. Aber was für uns hier in Europa viel entscheidender ist, dass die Stützlast im Rahmen bleibt. Und wir hatten schon Fahrzeuge, die mit 180 Kilo Stützlast plötzlich angeliefert wurden, die somit gar nicht zulassungsfähig waren. Das hat man hier alles nicht. Also insbesondere, wenn man dann über die Fahrradträger nachdenkt. Genau, wenn du mal kurz die Leute mal aufklärst, die noch nie einen Wohnwagen hatten. Stützlast, was ist denn das? Stützlast ist das Gewicht, mit dem die Kupplung hier am Ende, also hier, den kann ich quasi fast mit einer Hand hochheben. Und wenn der Wassertank jetzt noch voll wäre, der hinter der Achse sitzt, dann muss man schon aufpassen, wenn er schräg steht, dass er nicht hinten überkippt. Aber das ermöglicht erst die ordentliche Zuladung vorne. Das ist natürlich toll. Ja. Bedeutet auch, ein Radträger würde gehen vorne? Ja, also selbst wenn wir jetzt, ein typischer Radträger wiegt so irgendwie um die 8 Kilo, dann noch zweimal 30 Kilo Fahrrad, hinten der Wassertank voll, sind wir hier noch voll im Limit. Das heißt, ich muss den dann voll machen hinten, damit das Gegengewicht... Nee, der ist ja jetzt auch leer und der hat jetzt vielleicht geschätzt keine 20 Kilo. Aber normale Autos haben ja nur so 50, 60 Kilo. Meiner hat ja 140 Kilo, der kann ein bisschen was. Also 75 haben schon sehr viele. Die müsste 100 haben jetzt. Das heißt, damit kommt man bei dem Fahrzeug lange mit klar. Da kann man sofort, habe ich schon gesehen, so einen Diebstahlschutz hier anbringen. Das ist schon vorgesehen. Ja, das Original. Also es gibt ja 3 verschiedene Sicherheitsklassen an Schlössern von Alco. Das ist eine super Sache, weil man das Fahrzeug direkt nach dem Ankoppeln mit dem Fahrzeug fest verschließen kann.
und trotzdem fahren kann und Diebstahl vorbeugt, wenn man jetzt auf dem Rastplatz essen geht oder eine Fahrradtour macht. Die klauen einem wirklich das Ding unterm... Also ihr habt, als wir gerade eben kurz mal weg waren, was essen, habt ihr mal alle reingeschoben, besser ist, oder? Ja, das ist ja nur eine Sache von ein paar Sekunden eben angehängt und weg. Also das sind meines Wissens zumindest die meisten Diebstähle. Die passieren auf Rastanlagen oder Rastplätzen, wo die Leute dann rausgehen. Die haben sich wahrscheinlich auch irgendwelche Kennzeichen besorgt, die sie dann mal kurz benutzen für einen Tag. Und dann steht da statt Kipp, steht dann da, was weiß ich, irgendein armer Mann, der auf einmal kein Kennzeichen mehr hat. Ja. So, da ist es. Also Kipp haben wir uns auch gefilmt. Da steht der Wolf. Mach mal bitte auf vorne die Gasbox, hätte ich fast gesagt. Wahrscheinlich ist da Jumping Jack drin. Ja, das Nee, Gasbox. Nee, das ist die Gasbox hier mit 2 Gasflaschenhaltern. Hier haben wir ja, wie gesagt, sonst alles über Diesel, deswegen die kleine Gasanlage hier vorne. Ansonsten hätten wir ja hier die Verteilung für Warmwasserboiler und... Okay, was für eine Heizung ist das drin? Jetzt ist eine Ebersbecher Diesel. Heizung drin, ja. Okay. Warum Stahl? Hatten die kein Alu mehr, oder? Ja, würde jetzt wahrscheinlich deutlich teurer werden. Stahl, soweit ich das mitgekriegt habe, ist ja zumindest nicht so gestiegen wie Alu. Ja, kann ich nicht begründen. Also die Südafrikaner, Concur, bauen auch aus Stahl. Also das wird Man kann das Ding hier abklappen. Was hat das so eine? Ja, das ist ein reines Designelement. Also ja, obwohl nicht ganz. Wenn man das abklappt, kann man natürlich auch erst das Fenster öffnen. Ja. Obwohl Und das Ding hier, was hat das für eine? Ja, das ist damit man Sachen zum Trocknen oder was auch immer da anhängen kann. Finde ich jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich halte das ist einfach ein cooles Designelement. Mal blöde Frage, man hält das in der Hand dann, hier diese Blende? Nee, oder man legt die ab? Man kann die hier ablegen. Ablegen, okay, verstanden. Nee, weil du die ganze Zeit in der Hand gehalten hattest. Nee. Kann man Alles vernietet, das heißt Stabilität, Verbindungssteifheit, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, 0. Ja, also allein schon durch diese Formgebung ist das natürlich derart stabil. Was hast du gelernt eigentlich? Ich bin Pilot von Haus aus. Du Berufspilot, oder? Ja, für Jets und Hubschrauber. Okay, sehr schön. Also passt ja. Hier wäre was reinzustellen zum Beispiel, egal was? Ja, auch wieder Designelement. Kann man irgendwas reinstellen. Skier können wir reinmachen. Ja, Brennholz. Skateboard. Ja, genau. Design. Ich habe verstanden. Hier sind 2 Tanks. Was hätten die für eine Funktion? Ja, also auf der anderen Seite, wenn man eine Dieselheizung hat, dann wird auch tatsächlich daraus dann quasi der Kraftstoff entnommen. Spart natürlich Stauraum in der Frontbox. Das ist einfach Reservekanister, kannst du mit Wasser oder mit Benzin, Diesel füllen, was immer du willst. So, hier vorne, das ist eine Lüftung fürs Klo, oder? Genau. Das ist die Entlüftung fürs Bad. Was relativ groß ist, was wir ja gleich noch sehen, was man nicht vermuten würde, wenn man es von außen sieht. So, und du bist ein großer Mann, 1,87, 89 plus Schuhe, also 1,90. Keine Plateauschuhe. Das sind übrigens ganz interessante Stecker, die findet man in Skandinavien überall. Da kannst du an jeder Ecke kannst du dich damit einstecken. Ja, das ist ist eine deutsche Firma, soweit ich weiß, DEFA, genau. Und es ist einfach viel besser zu verpacken. Zeig mal bitte. Also ohne Witz, in Skandinavien an jeder Tankstelle hast du einen DEFA-Anschluss, weil du weißt, das ist die Standheizung für die Motoren in Skandinavien. Ja, so, dieser Anschluss ist dort überall. Ja. Nee, es ist super. Also haben andere Fabrikate jetzt mittlerweile auch, der Campers, der Mink, die haben das alle schon verinnerlicht. Ja. So. Wintertauglich? Ja, also man kann ihn ungedämmt kriegen, was ich jetzt für unsere Breiten nicht empfehlen würde. Der hat das komplette Isolationspaket, würde ich sagen, ja. Da? Was ist da? Abgeschlossen ist Abgeschlossen. Da. Ja, so können wir gleich nochmal gucken. Ist aber nur Stauraum unter der Sitzbank. Also können wir uns auch gleich von... Mach mal auf oben den... Ja, dazu muss ich mal ganz kurz rein. NLB. Sehr goldig. Ich mach mal ganz schnell. Steht der auf Stützen eigentlich? Nee. Wenn wir gleich reinkommen? Nicht, dass er hinten umkippt? Nee. So, jetzt hat er mal das Notbett
geöffnet. Da ist auch Solar oben drauf, ein Ersatzrad. Man kann da mal drauf gucken. So sieht das Ganze denn oben aus. Boah, das ist hier... Ich hatte eben so einen Hunger. Da sind wir denn essen gegangen. Hier gegenüber gibt es so einen Bauernmarkt. Der ist übrigens sehr zu empfehlen. Aber das Essen war so deftig, dass ich mich kaum noch konzentrieren kann. So, was hast du gemacht? Ja, ich habe einmal das Aufstelldach aufgemacht. Und dann kann man hier... Ups. Die Matratze. Ja, genau. Da hat man dann nochmal ein 1,80 Meter mal 2 Meter groß, 1,20 Meter, Entschuldigung, mal 1,80 Meter großes Kinderbett. Ist aber gar nicht so klein. Nee, also mir wäre es zu klein, aber klar, wenn man kleiner ist, kann man das natürlich auch nutzen. Man kann hier das Rost nicht anheben, oder? Doch. Also nee, anheben. Ausbauen kannst du es. Ja. Moment, jetzt bin ich hier verrutscht. Okay, das heißt, Man schiebt das einfach nach vorne weg. Okay. Also wenn man das Bett nicht braucht, Dann hast du viel mehr Platz. dann kann man das bis ganz nach vorne schieben. VW-Bus. Okay. Das bedeutet, das Aufstelldach würde ich im Sommer dann... Du hast einfach mehr Stehhöhe jetzt. Ja, ja klar, mehr Licht, mehr Luft. Genau. So, setz dich mal hin. Nicht, dass wir ohne das obligatorische So, da kommt noch die Sitzgruppengespräch. Die wird da einfach nur eingehängt. Und da kann man sich den Tisch hier hinstellen, wie man das möchte. Man sitzt hier, finde ich, hervorragend. Man hat tolle Beinfreiheit. Man hat leicht geneigte Rückenlehne durch die Außenhaut. Und einfach durch diese riesigen Fenster und diese Interaktion drin draußen. Also ich finde es super. Also auf dem Stellplatz, wo ich heute war, hätte ich es ungern aufgelassen, weil dann jeder, die reinguckt, ist ja nicht wie in Holland. Aber die meisten sind ja dann freistehend, alleine. Zum Beispiel Camperland. Kennst du Camperland? Ja. Ja, Camperland, toller Stellplatzführer für Stellplätze, wo du meistens nur alleine bist oder mit maximal 3. Auf Bauernhöfen, im Wald. Hast du schon mal probiert? Nee, hast keine Zeit. Nee, da bin ich noch nicht zugekommen. Du hast eh wenig Zeit. Ich bin ja froh, dass der Termin heute stattgefunden hat. Das hier ist ganz interessant, ja. Für Neugebärende hast du hier deine Wickelstation. Ja, stimmt. Die kann ich auch noch erweitern, indem ich diesen Tisch in der Höhe verstelle auf das Level. Und dann habe ich hier drin noch eine Matratze. Die kann ich genau in gleicher Höhe hier hinstellen und habe damit tatsächlich ein Babybett, wenn ich den Raum für mich selber haben will. Ist natürlich nur zu nutzen, wenn vorher die Tür zu ist und so. Also es ist möglich, aber werden wahrscheinlich wenige in der Form nutzen. Also klemme ich jetzt mal auf. Das hier ist ein besonderes Konzept. Also es ist ganz anders wie Kipp oder Mink oder es ist noch ein bisschen erklärungsbedürftiger. Also du merkst, du hast, ich sag mal, für relativ viel Geld, werden jetzt wieder viele sagen, relativ kleinen Wohnwagen. Du sagst, der ist riesig. Sage ich auch, muss man auch dazu sagen. Aber das ist eine ganz spezielle Zielgruppe, die genau sowas haben möchte. Was sind das denn für Leute, die wirklich mal mit einem Offroader dann ans Meer fahren, auf die Düne oder so? Auch, aber wir haben auch Leute, die ganz normal mit ganz normalen Zugwagen auch kommen. Design, oder? Ja, die wollen einfach was anderes haben. Also wir haben auch tatsächlich Leute, die damit in den Wald fahren, weil, was weiß ich, sie Jäger sind oder da viel Zeit verbringen. Aber der Hauptantrieb ist eigentlich das Design, das wirklich komplett andere Design, die Funktionalität und ja, das ist etwas, was viele Leute oder immer mehr Leute einfach reizt. Einfach was anderes zu haben. Er geht los bei über 20. Du sagst aber, mit einer Top-Ausstattung wie hier bist du bei etwa 35 mit der Beführung? Ja, nee, also er fängt an tatsächlich bei 24/7, Tag heute. 23. September 22. Genau. Und also wie er jetzt hier steht, der hat noch wirklich alles. Da liegen wir dann schon bei Anfang 40, so 43. Ja, und damit ist nicht dein Alter gemeint, sondern 40.000 deutsche Euro.
Also Anfang 40 klingt immer so verniedlichend. Also du redest über 40.000 deutsche Euro, richtig? Ja, deutsche Euro, genau. Du kriegst aber dafür wirklich, also der Aha-Effekt, glaube ich, wenn du damit unterwegs bist, der ist, ich meine, das ist ja auch was für Leute, die, darf ich Spielzeug sagen? Also ich meine, ich habe ein Hilux draußen, das ist ja schon so ein Männerspielzeug. Ja. Also spielt bestimmt für viele eine Rolle. Also die sagen, ich gönne mir mal was, statt einer Harley kaufe ich mir einen geilen Anhänger. Das ist so. Und du bedienst halt diese praktisch Gelüste so ein bisschen. Ja, das stimmt, weil ich die manchmal auch habe. Aber du bist ja auch Flieger. Wenn du guckst, die Leute kaufen sich ein Auto, ein Dieselauto für 100.000 Euro, irgend so ein Audi oder so, was weiß ich, Leasingrate 1.700 Euro. Und und dann ist das hier geradezu ein Schnäppchen, oder? Ja, es ist immer die Frage, was will ich, ne? Also gibt auch Leute, die bauen geben für einen Fiat Ducato umgebaut irgendwie 100.000 Euro aus. Habe ich jetzt gesehen, 109.000. Ja, was ich nie tun würde, ich verstehe es nicht. Aber zum Glück ist die Welt so, dass jeder noch machen kann, was er will. Aber was ist das für ein Ding hier eigentlich? Das ist für Warmwasser. Ein Boiler. Das ist der Dieselboiler über die Ebersbecher. Unten, das sieht aus wie eine Elektroheizung, oder? Nee, da kommt die Warmluft von der Dieselheizung raus. So, mach mal hier auf. Jetzt ist es könnte ja einfacher sein, indem man oben den Steg weglassen würde. Aber es soll ja auch ein bisschen Herausforderung sein für 1,90. Ja, es gibt noch einen Einhänge-Duschvorhang. Hier oben sieht man die Klettpunkte. Das heißt also auch für Großgewachsene, die aufrecht duschen wollen, die gucken einfach oben raus. Ja, geh mal rein. Aber man hat hier tatsächlich echt viel Platz drin. Natürlich auch Licht. Man kann hier echt gut stehen und die Toilette geht ja bis nach vorne. Also wenn ich mich hier jetzt mal so hinhocke, da habe ich massig Platz. Ist auch ein Licht drin, wenn ich ein bisschen was lesen möchte? Ja, Licht So, ist auch da. Ist ja schon. Waschbecken? Hier, Dusche, Waschbecken. Alles Sag mal, da. es erinnert mich irgendwie, gibt es in irgendwelchen Hubschraubern auch mal Klos und Toiletten? Nee, in Hubschrauber nicht. Hubschrauber nicht, Außer aber- bei Frau Merkel, die hatte extra eine Toilette sich einbauen lassen. Aber das hier könnte ja auch ich sag mal, in einem Kampfhubschrauber Notklo sein. Ich bin viele Hubschrauber geflogen, aber Kampfhubschrauber nicht. da landet man höchstens auf Aber einer guck mal, so Wiese die Farbe hier, das Martialische, das wird hier überall fortgeführt. Also ich finde es halt cool. Gibt es andere Farben, wenn ich jetzt sage, ein bisschen... Jeder Ralton. Jeder Ralton. Also ich könnte den Grasgrün kriegen. Ja. Ist so, weil das hier würde ich jetzt nicht zwingend in Ostblock im Moment fahren. Also in den tiefen Ostblock. Nee. Nein, also die meistgewählte Farbkombination ist dieser schwarze Rahmen und dann irgendwelche Grautöne. Aber ich fand dieses Grün, also eigentlich heißt die Farbe Zementgrau im Ralton. Ich finde sie super, aber das ist alles Geschmackssache. Ich liebe diesen Spiegel hier. Der ist nämlich nicht gerade. Nee. Das ist so cool. Das heißt, du hast aber einen zum Rasieren. Alles hier, also damit ihr das versteht, das ist jetzt kein Witz. Hier ist auch nichts auf den Hundertstel, ich sag mal Millimeter genau. Das hast du bei einer Vernietung nicht. Das hast du auch, glaube ich, auch im Flugzeugbau nicht. Wenn du so ein Flugzeug zusammennietest, wirst du kein Hundertstel Millimeter Genauigkeit erzielen. Weil die Kabinen dehnen sich ja aus während des Dehnen sich Fluges. aus, ja. Ist so. Und ich meine, das musst du erklären, weil ansonsten kriegst du hier Kommentare ohne Ende, knapp über 40. Dann, wenn ich mir das Klo so angucke, dann sagen die Leute, ja, in meinem Tabacellini, das ist kein Tabacellini, das ist ein anderes Konzept. Das ist einfach was völlig anderes. Bin froh, dass es kein Tapat ist. Also von daher, nee, wie gesagt, man muss es wollen. Man muss das einfach wollen. Steh mal bitte auf und mach mal die Tür zu, dass ich mal... So, wenn du jetzt ganz böse warst, dann sperre ich dich hier ein. Ja. Weil zuschließen könnte ich ja. Ja, aber ich kann von innen wieder aufmachen. Kannst von innen wieder aufmachen. Okay. Okay, ihr habt es verstanden. Also das ist jetzt auch keine Veräpplung, die wir mit euch machen, sondern wir müssen das Konzept ein bisschen erklären. Auch diese, ich sag mal, aufwendig gefertigten Holztüren, die du hast, aber sie erfüllen den Zweck. Ja, genau.
Also unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, ne, ist das kaum zu toppen, weil bis auf Fensterrahmen und Türdichtung findet man hier quasi keinen Kunststoff. Also ich habe das erste Mal so diesen Pickup, die Pickup-Kabine, die ich jetzt drin habe, wo du wirklich mit dem Hochdruckreiniger, wenn du außen die Dinger wegnimmst, kannst du einen Kercher holen, kannst durchgehen, unten ist ein Ablauf, das ist alles für die Ewigkeit gebaut, für die Ewigkeit. Also da... Ja, Ablauf habe ich jetzt hier noch nicht entdeckt, aber im Prinzip hast du recht, ja. Das ist also nichts für, du kannst wirklich sagen, so in 30 Jahren, weil hier hast du ja auch kein Problem mit irgendwelchen Abgaswerten, es gibt ja keinen Motor. Nee, zum Glück nicht. Das stimmt. Das ist cool. So, ja, Bett, bau mal Bett. Ja. Bitte. Ja, das ist Ich muss nämlich immer bitte sagen in letzter Zeit, weil sonst klingt das immer so direktiv. Und Leute haben ja auch recht. Ich bin ja viel freundlicher geworden. Mach bitte mal, tu mal das bitte. Ja, wir müssen den tatsächlich einmal an dir vorbei oder wir stellen ihn mal eben hier hin. Sag mal, Nachfrage nach Wolf. Ich habe es ja gefilmt schon auf der Messe. Ist die ist noch gut. verhalten? Ist gut? Nee, die ist gut. Die ist wirklich gut. So, Tisch, was ist jetzt mit dem? Ach, da ist der Platz für den Tisch. Der wird hier jetzt während der Fahrt eigentlich festgebunden. Den stellen wir jetzt dafür einfach nur mal eben rein. Dann nimmt man kurz die Kissen weg. Ist so cool, wenn du mir das zubaust. Was ist eigentlich unter den Sitzen? Was ist da? Das zeige ich dir gleich. So, und das ist Rattenrost. Genau. Das ist wirklich von Ikea. Ich sehe es gerade. Ja. Das heißt, du kannst das Ikea Standardmaß nehmen und kannst es reinlegen. Ja. Das ist ja geil gemacht. Ja. Deswegen, selbst wenn das mal Kaputt aus irgendeinem Grund kaputt geht, kannst du es dir online bestellen. Es ist echt Luroy, heißt das Ding von Ikea. Das ist ja sensationell. Ich meine, er hätte es ja auch 5 cm breiter machen können, was eigenes fertigen können. Aber Standard ist ja besser, oder? Vorsicht. Ja, ich komme. Mal gerade zur Seite. So, weil der letzte. Spätestens jetzt werden wir von Kommentaren überhäuft. Was das geil ist jetzt diese Liegewiese, die du jetzt hast, wo du abends Netflix gucken kannst mit einem Beamer. Es gibt ja so kleine Beamer, kennst du die? Ja. Für 200 Euro. Guck dir mal bitte die Liegefläche an. Ja, geh mal raus, dann filme ich sie mal gerade, dass wir das sehen. Und ich bräuchte mal als Größenvergleich dich mal gerade hinten am Guckloch auf der anderen Seite, dass wir das mal sehen. Da ist der Patrick. Ja. Was haben wir hier? 1,80 Meter mal 2? 1,95 mal 1,85. 1,95 mal 1,85. Also Längsschläfer Ja. und 1,85 breit. Deswegen ist das mit dieser Personenangabe. Also 2 Erwachsene, ein Kleinkind können hier problemlos unten nebeneinander schlafen. Ne? Braucht man nicht mal unbedingt das Aufstelldach. Berhimi-Fenster. Ich habe die überall gesehen, auf der ganzen Messe. Sie haben nicht nur bei dir Überhand genommen, sondern irgendwie bauen die Türken auch gute Fenster, habe ich das Gefühl. Ja, Gibt es bei vielen Fahrzeugen mittlerweile. aber nur bei mir in schwarz von innen. Ah, du hast sie lackieren lassen. Nee, ja, ich habe die so bestellt, weil ich diese weißen oder oft beigefarbenen Kunststoff überhaupt nicht mag. Deswegen sind alle Rahmen bei uns vom Frontfenster ist tatsächlich nachträglich lackiert. Wir machen die Fenster immer nur in schwarz. Sehr schön. Ja, hier sind wir. Du wolltest mir noch zeigen, was unter den Sitzbänken ist, Ja. wenn du magst. Da können wir am besten mal das hier nehmen. Ja, also das rum. Ah, okay. Weg. Ist aber gut gemacht, die Isolation. Die ist mal Ja. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ganze Fußboden. Ja, sehen wir Wasserpumpe, Wassertank. Tankvolumen? 85 Liter. 85 Liter. Ja. Und je nachdem, wie viel Technik man bestellt hat, hat man eben auch mehr oder weniger noch Stauraum da unten drunter. Aber ordentlich gemacht. Da ist jetzt eine Druckwasserpumpe drin. Ja. Da ist es riecht so ein bisschen nach Metall. Das ist so. Oder täusche ich mich da? Kein Wunder. Cool. Ist ja auch alles aus Metall. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, auch hier alles in Holzbauweise. Also das ist alles Stabil. ja, stabil, nachhaltig. Kann man Einfach sowas, zu reparieren, wenn mal was sein sollte. für das Geld bauen in Deutschland? Ich glaube nicht. Nee.
das ist nicht machbar. Dafür sind die Stundenlöhne, weiß ich nicht exakt, aber ich bin neulich mal einen ganzen Tag in der Türkei Taxi gefahren, war 12 Stunden mit dem Fahrer unterwegs, hat mich 100 € gekostet. Also das ist was anderes als hier. Ich habe gedacht, du wärst selber Taxi gefahren, Nee. um Geld zu verdienen. Da ist ein Fliegengitter, zeig mir das mal gerade bitte. Ja. Ist da hinten noch Licht, wenn du das mal gerade aktivierst? Ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht angeschlossen. Das ist tatsächlich nur mit über 220 Volt. Und wir haben hier auch nochmal, es sei denn, ich müsste sonst den Inverter wieder einschalten, der ist unter der Sitzbank. Ja. Auch hier nochmal Steckdosen. 2 Steckdosen mit 220 Volt Anschlüssen. Ja. So, und da ist das Fliegengitter, das heißt, das kannst du einfach runterlassen und kannst bei geöffneter Klappe schlafen. Was meine Frau. Vor allen Dingen kann einer weiterhin. Was ist denn? Nee, vorne. Nee, vorne. Ja. Da. Ah, jetzt habe ich's. Das heißt beide Funktionen. Ja, genau. Das heißt, einer könnte kochen und der andere schlafen. Und ich kann es auch nochmal das Fliegengitter von innen dann nochmal öffnen. Ja, ich höre dich auch fast nicht mehr. Hallo. Hallo. So, Ja, das mache ich nachher mal in Ruhe. also System habt ihr verstanden. Wolf heißt das Ganze und das gibt es, glaube ich, in der Form nur bei dir. Ja, Wolf haben wir exklusiv in Deutschland. Das wird auch so bleiben. Und So, vielen Dank fürs Aufmachen. Also, wenn ihr das Konzept seht, ist es eins von ungefähr 2 Dutzend Konzepten, die du anbietest. Nicht alle hast du immer vorrätig. Dazu gehört unter anderem Kipp. Das ist so ein, ich sag mal, Serienhersteller aus Holland, der sich aber auf die Fahne geschrieben hat, Sachen zu bauen, die man auch noch in 20 Jahren als modern empfindet. Ja. Das ist ziemlich witzig, denn die gibt es schon ewig. Haben wir uns mit der ARD auch einen Film bei dir gedreht auf dem Stand. ja, stimmt. Mit dem WDR, was da ist. Dann gibt es, das werden wir uns gleich angucken, Campers. Das ist eine ganz neue Sache, die du mit aufgenommen hast. Sieht aus wie Metall, ist aber GFK-Sandwich. Ja, korrekt. So, und auch das werden wir zeigen. Ein ganz anderes Konzept. 30, wie liegen wir hier bei Campers? Fängt an bei 30. Bei 30, also plus minus ähnlich. Ja, also Wolf und Campers, wenn man die Ausstattung vergleichbar hält, dann sind sie auf einem Level. Also das gibt sich nicht viel. So, Patrick, dein voller Name. Jan-Patrick Nüske. Nüske, du bist der Gründer von Wheelhouse. Das Haar habe ich dir unterschlagen. Jetzt sieht man's. Wir sind in Dasing. Das liegt zwischen Augsburg und München. Das Ganze gibt es aber auch in einem Stadtteil in Hamburg. In welchem? Lockstedt. Ist das hinter mal? Mittendrin. Mittendrin. Ja. Kann man da parken bei dir? Ja, Okay. direkt vor der Tür, wie hier. Direkt vor der Tür. Da hast du auch eine große Ausstellung. Da kann man das alles gucken. Du arbeitest gerade an einem Standort in NRW. Und wenn du das mir schon sagst, dann befürchte ich, wird es wahr werden. So ist das nämlich bei dir. Hättest du dir gedacht, dass es so viel Arbeit ist, dieses ganze kleine Camper? Weil die sind ja so klein. Ja, kleine Camper, viel Arbeit. Ja, nee, ich bin froh, dass es gut läuft und die Leute unser Angebot attraktiv finden, kommen und am Ende oft auch kaufen. Ja, 23. September 2022, der Wolf, made in Türkei, allerdings supervised in Germany nochmal, überarbeitet mit allem drum und dran, denn du weißt ja, was die deutschen Kunden nicht wollen. Das ist irgendein Käse, der nicht durchdacht ist. Aber ich denke, in 2 Jahren wird er auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Ja, also ein Produkt dieser Art ist nie fertig, ne? Also es gibt natürlich auch Inputs von Kunden, die damit unterwegs sind. Das geben wir weiter. Nicht alles kann umgesetzt werden, aber vieles wird mit Sicherheit dann nochmal beim nächsten Entwurf überdacht. Da gehe ich von aus. Echter Hingucker. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, abonniert German Television. Tschüss.